Ihre Partei will gerichtlich gegen die Hochstufung vorgehen. Und wenn Sie dann vor Gericht Recht bekommen, dann passt Ihnen der Rechtsstaat. Und wenn Sie nicht Recht bekommen, dann passt er Ihnen nicht. Beinhaltet das auch die Arbeit der Gerichte, die aus Ihrer Sicht unabhängig oder nicht unabhängig sind? Oder wie habe ich das zu verstehen? Nur noch mal kurz nachgefragt. Ja, also nicht rechtsstaatswürdig die Arbeit der Gerichte, wenn ich das richtig interpretiere. Frau von Storch, dieses Gerichts in dieser Entscheidung. Wir machen keine pauschalen Aussagen, aber es ging jetzt um diese ganz konkrete Entscheidung. Vor 80 Jahren endete die nationalsozialistische Schreckensherrschaft mit der Niederlage Deutschlands. Finden Sie es richtig, dass es Ziel des Staates ist, eine Rückkehr dieser dunklen Mächte zu verhindern? Hey Leute, willkommen in der Realität. Wenn selbst Interviews wie inszenierte Wahlkampfreden wirken, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Erst sitzt Britta Hasselmann im Studio und spricht von AfD-Verbot, als sei das ein logischer Schritt und keine demokratische Katastrophe. Und direkt danach will Jessie Wellmer mit Fragen eine Bühne bauen. Eine Bühne, auf der die AfD die Böse ist und alle anderen die Guten. Nur Beatrix von Storch macht da nicht mit. Sie bleibt ruhig, weicht keinen Millimeter und lässt Wellmers Drehbuch in sich zusammenfallen. Und genau deshalb müsst ihr dieses Interview sehen, weil es mehr über die Interviewerin aussagt als über die AfD. Auf geht's! Wir von Bündnis 90 Die Grünen sind eindeutig, auch nach heute, der Auffassung, dass es eine weitere Initiative für die Einleitung eines Verbotsverfahrens der AfD im Deutschen Bundestag geben soll. Allein können sie ein Verbotsverfahren nicht anschieben. Guten Abend, Frau von Storch. Guten Abend. Ihre Partei will gerichtlich gegen die Hochstufung vorgehen. Und wenn Sie dann vor Gericht Recht bekommen, dann passt Ihnen der Rechtsstaat. Und wenn Sie nicht Recht bekommen, dann passt er Ihnen nicht? Ich glaube, es ist vollkommen normal, dass wir dagegen vorgehen müssen. Das, was im Moment auf dem Tisch liegt, ist nichts. Wir haben auf jeden Fall nichts. Das Gutachten wird uns nicht vorgelegt. Es wird an die Presse durchgestochen, aber es wird uns nicht vorgelegt. Deswegen können wir gar nicht sagen, worum es gerade geht. Das ist sicherlich rechtsstaatsunwürdig, aber wir müssen uns natürlich auf dem Rechtswege dagegen wehren. Das tun wir. Und im Übrigen tun wir das ja noch ganz aktuell, weil ja bereits die Einstufung als Verdachtsfall gar nicht rechtskräftig ist. Auch das wird noch verhandelt. Auch das liegt jetzt in Leipzig. Und wir hätten gedacht, dass diese Entscheidung wenigstens abgewartet wird. Aber hat man nicht gemacht. Der Zeitpunkt ist befremdlich, zu dem das Ganze jetzt herauskommt. Das muss man, glaube ich, konzidieren. Diese Regierung ist nur noch für einen Werktag im Amt. Dann ist sie raus. Und am letzten Tag beim Hinausgehen, beim Verlassen des Gebäudes quasi noch so ein Gutachten loszulassen, ist, glaube ich, mindestens bemerkenswert. Es hätte ja wohl auch schon früher passieren können, im Herbst, aber da hat man es ja nicht getan, um auch der AfD Chancengleichheit für den Bundestagswahlkampf zu gewährleisten. Ich wollte auf die Gerichte hinaus, wenn Sie nicht in Ihrem Sinne entscheiden, bislang hatten Sie vor Gericht ja keinen Erfolg, würden Sie das dann akzeptieren? Wir hatten bisher keinen Erfolg. Man hat alle unsere Hunderten von Beweisanträgen einfach abgelehnt. Es wird kein Beweis erhoben und es wird auf der Grundlage des Vortrags des Bundesamtes für Verfassungsschutz entschieden. Das sind keine rechtsstaatswürdigen Verfahren. Das muss man kritisieren dürfen. Aber jetzt warten wir erst mal ab, was passiert und stellen fest, was Stand der Sache ist. Die Dinge, die jetzt in der Presse sind, die einzelnen Äußerungen sind grotesk. Darauf kann man das Verbot einer Partei oder auch die Einstufung als rechtsextremistisch, als Vorläufer für das Verbot, wie wir alle wissen, ganz sicherlich nicht stufen. Aber wenn Sie sagen, nicht rechtsstaatswürdig, beinhaltet das auch die Arbeit der Gerichte, die aus Ihrer Sicht unabhängig oder nicht unabhängig sind? Oder wie habe ich das zu verstehen? Nur noch mal kurz nachgefragt. Ja, wir haben geklagt gegen die Einstufung als Verdachtsfall und wir wollten Beweis erheben über das, was uns vorgeworfen wird. Und das Gericht hat das abgelehnt. Und zwar in Hunderten von Fällen. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl. Hunderte von Fälle. Und das ist einfach unangemessen. Das kann nicht sein. Das Gericht muss sagen, worauf es seine Entscheidung stützt. Und es muss uns die Gelegenheit geben, zu den einzelnen Dingen vorzutragen und auch über die einzelnen Dinge Beweis zu erheben. Und das wurde in Hunderten von Fällen, und zwar in allen Fällen, abgelehnt. Das kann so nicht richtig sein. Okay, also nicht rechtsstaatswürdig die Arbeit
der Gerichte, wenn ich das richtig interpretiere. Frau von Storch, Dieses Gerichts in dieser Entscheidung. Wir machen keine pauschalen Aussagen, aber es ging jetzt um diese ganz konkrete Entscheidung. Vor 80 Jahren endete die nationalsozialistische Schreckensherrschaft mit der Niederlage Deutschlands. Finden Sie es richtig, dass es Ziel des Staates ist, eine Rückkehr dieser dunklen Mächte zu verhindern? Unbedingt. Das unterstützen wir sicherlich uneingeschränkt, aber das ist hier ganz offenkundig nicht der Fall. Das, was jetzt vorgetragen wird, sieht danach aus, dass es hier nicht um den Schutz der Demokratie geht, aus Angst um die Demokratie, es geht aus Angst vor Demokratie, wird hier vorgegangen. Denn es ist ja ganz offenkundig, dass jetzt, wo die Umfragewerte der AfD uns zum Teil schon an der Nummer 1 sehen oder deutlich an Stelle Nummer 2 diese Maßnahmen kommen, das hat einen Geruch. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass eben da noch entsprechende Verfahren anhängig sind und die vorherigen Instanzen noch gar nicht rechtskräftig abgeschlossen sind. Frau von Storch, ich möchte Sie darauf hinweisen, es sind ja nur Umfragen, es ist ja kein Wahlergebnis, es sind Umfragen. Und ich hätte die Frage, was ist denn für Sie rechtsextrem? Also wenn Begriffe wie Passdeutsche, Umvolkung, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner fallen, alles von Ihnen aus Ihrer Partei Spitze, ein Bundestagsabgeordneter Matthias Helfferich da ist, der sich das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus nennt. Ist das dann alles normal und Mitte der Gesellschaft? Wissen Sie, ich möchte gerne wissen, was in dem Gutachten jetzt drinsteht. Und diese einzelnen Äußerungen, die Sie zitieren, die müssen Sie sehen in einem, die zum Teil vielleicht nicht erklärbar sind, zum Teil vielleicht erklärbar sind, aber die ein Tropfen im Ozean sind. Ich alleine habe, glaube ich, in den letzten Jahren 13.000 Tweets abgesetzt oder noch mehr. Ich alleine. Und das heißt, wenn wir jetzt annehmen, dass die anderen in etwa so aktiv sind oder aktiver sind, dann reden wir über Hunderttausenden von Äußerungen, Anträgen, Reden, Pressemitteilungen, alles, was wir abgegeben haben. Nur und dann machen sich diese 4 oder 5 daraus, oder lassen Sie es 10, lassen Sie es selbst 100 sein, ist natürlich, daraus kann man nicht schlussfolgern, dass eine gesamte Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet. Natürlich Kraft und jeder, der in ihrer Partei ist, steht ja auch für die Partei. Und wenn ein Hannes Gnauk aus dem AfD-Bundesvorstand, das hat die Welt heute gepostet, als ein Beispiel auch aus diesem Gutachten, das wohl der Welt vorlag, der in Brandenburg gesagt hat, wir müssen auch wieder entscheiden dürfen, wer überhaupt zu diesem Volk gehört und wer nicht. Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben. Uns alle hier verbindet viel mehr als eine gemeinsame Sprache. Uns verbindet ein unsichtbares Band, was man nicht erklären muss. Er spricht auch von Naturgesetz. Ist das normal? Ist das Mitte der Gesellschaft? Sie wollen eine Partei der Mitte sein. Oder ist das rechtsextrem? Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie ausgerechnet dieses Beispiel gebracht hätten, sonst hätte ich das gerne gebracht, weil ich glaube, das exemplarisch zeigt, wie unstreitbar man diese Aussagen treffen kann. Man muss die Meinung nicht teilen, aber dass ausgerechnet das eine Meinung ist, die man vertreten können muss, das hat, glaube ich, jeder verstanden, der das jetzt gehört hat. Natürlich verbindet einen in einem Volk mehr als wie er es gesagt hat, als die Staatsbürgerschaft. Aber die Staatsbürgerschaft genau deswegen wollen wir aussuchen, wer deutscher Staatsbürger ist, weil die deutschen Staatsbürger hinterher alle die gleichen Rechte haben. Sie werten damit Staatsbürger mit Migrationshintergrund ab. Das wird damit deutlich, dass es eben nicht reicht, Staatsbürger zu sein. Darf ich den Punkt einmal klar machen, weil er sehr, sehr wichtig ist. Er hat gesagt, dass ich interpretiere das jetzt oder lege das jetzt aus, dass wir genau aussuchen müssen, wer deutscher Staatsbürger wird, weil die alle die gleichen Rechte hinterher haben. Genau das, was man uns vorwirft, was wir nicht anerkennen, ist falsch, denn wir wollen, genau weil wir anerkennen, dass alle Staatsbürger die gleichen Rechte haben, genau aussuchen, wer gut zu uns passt und wer vielleicht nicht so gut zu uns passt. Und das darf man äußern, diese Meinung wird von vielen Menschen geteilt, auch von vielen Menschen geteilt, die AfD nicht wählen. Und deswegen ist das ein gutes Beispiel dafür, zu zeigen, mit welchen Mitteln hier hantiert wird, um hier Meinungen geht es doch unmöglich zu machen, die schon die viele Menschen Staatsbürger teilen. sind, die in diesem Land seit langer Zeit leben, möglicherweise in zweiter Generation, hier Steuern zahlen, hier wohnen, hier ihr Leben verbringen. Auch um die geht es, die dieses unsichtbare Band mit uns möglicherweise dann nicht verbinden, so wie der Herr Gnauk das hier sagt. Also das kann man. Nein, so sagt er das nicht. So interpretieren Sie das hinein. Gut, und das ist die Art und Weise, wie der Verfassungsschutz das macht. Er nimmt einzelne Äußerungen, interpretiert da etwas hinein und da auf dieser Grundlage und dann mit 5 solchen Äußerungen oder 10 eine Partei verbieten zu wollen oder erster Schritt als extremistisch einzustufen, das wird sicherlich nicht geteilt. Das ist die Meinung von Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD. Vielen Dank.
Gerne. Also, wenn das Journalismus ist, dann ist ein Staubsauger auch ein Laubbläser. Jessie Wellmer sitzt da nicht als neutrale Fragestellerin. Sie will ein Bild erzeugen. Ein Bild, das sagt, hier ist die AfD, kalt, gefährlich, abweichend. Und sie tut alles dafür, dass Beatrix von Storch in genau diese Ecke rutscht. Nur blöd, die macht da nicht mit. Ruhig, kontrolliert und immer auf den Punkt. Keine Ausraster, keine Ausflüchte. Sie entzieht Wellmer jede Vorlage. Und jetzt kommt der Punkt, an dem es richtig absurd wird. Wellmer stellt keine Fragen, um Antworten zu bekommen. Sie stellt Fragen, um Schlagzeilen zu bauen. Die Rollen sind klar verteilt. Interviewerin gleich Anklägerin. Und die Zuschauer sollen denken, seht her, so reagiert die böse AfD. Nur, es funktioniert nicht. Und davor kam Britta Hasselmann. Auch nicht im Bundestag, sondern gemütlich im Studio und trotzdem dieselbe Leier. Verbot, Gefahr, Extremismus. Keine Zahlen, keine Argumente, nur Alarm. Weil man weiß, die Inhalte reichen nicht mehr. Die Angst muss jetzt richten. Was hier passiert, ist kein Talk. Das ist ein Skript, bezahlt von euch, gesendet mit Haltung, willkommen beim Zwangsgebührenfunk. Und das ist der öffentlich-rechtliche Beitrag zur Demokratie. Eine Grüne, die von Verboten spricht, und eine Journalistin, die eigentlich längst den Presseausweis gegen ein Parteibuch eingetauscht hat. Wenn das so weitergeht, braucht es bald keine Opposition mehr. Nur noch Talkshows mit Haltung, einstudierter Empörung und dem passenden Etikett. AfD gleich böse. Fakten, Nebensache, Neutralität, unbezahlbar. Wenn ihr wollt, dass solche Auftritte nicht unwidersprochen bleiben, dann lasst ein Like da. Abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Mich würde interessieren, war das für euch noch Journalismus oder schon politischer Aktivismus auf Sendung? Wir sehen uns im nächsten Video und wie immer gilt, weniger Haltung, mehr Wahrheit.